Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Learn German with Falk. Heute wieder mit einer Uncut Podcast-Episode. Und heute möchte ich mit euch über meine Frustration sprechen. Ah, Eine neue Sprache lernen ist frustrierend, oder? Ich wollte euch mal meine Frustration oder mein Innenleben, wie ich mich fühle beim Japanisch lernen, mitteilen. Ich meine, wer kann mich besser verstehen als ihr? Ihr wollt Deutsch lernen und ich denke, auch ihr habt immer wieder einen Punkt, an dem ihr frustriert seid, an dem ihr denkt: ich komme nicht weiter, es ist so schwierig und wann spreche ich endlich Deutsch oder ja, in meinem Fall Japanisch. Ähm, ja, ich habe gerade wieder so einen Punkt, an dem ich ziemlich frustriert bin und ja, lasst uns heute ein bisschen darüber sprechen. Wie immer uncut. Es gibt also keinen Schnitt. Ich versuche so wenig wie möglich mich zu versprechen, aber auch so authentisch wie möglich zu sein. Also lasst uns ein bisschen darüber sprechen. Ja, ich lerne jetzt, glaube ich, schon mehr als 2 Jahre sehr intensiv auch Japanisch. Natürlich die Intensität ist mal höher, mal weniger hoch, genauso wie die Motivation. Das ist ganz natürlich. Man kann nicht immer 110% geben. Manchmal braucht man auch ein bisschen Pause. Ich hatte zum Beispiel ja vor Kurzem meinen Urlaub in Deutschland und dort wollte ich natürlich nicht den ganzen Tag Japanisch lernen, sondern ich wollte den ganzen Tag Deutsch sprechen, weil ich, wenn ich in Japan bin, natürlich nicht den ganzen Tag Deutsch spreche. Hier spreche ich natürlich während meiner Arbeit Deutsch, aber im Alltag spreche ich sonst kein Deutsch. Und natürlich habe ich ein wenig Japanisch gelernt, auch in Deutschland, aber nur ein bisschen. Und als ich hierher zurückgekommen bin nach Japan und dann wieder die Sprache überall gehört habe und ich hatte auch ein paar Termine, ich musste wieder zum Bürgeramt gehen, ein Dokument ausfüllen und es war sehr schwierig, weil ich ein paar Probleme hatte, die Mitarbeiter richtig zu verstehen, also zu verstehen, was sie von mir wollten. Und das war ein bisschen frustrierend natürlich. Und dann saß ich gestern am Tisch und habe wieder ein bisschen gelernt und ja, ich war einfach müde und dachte, ach, jetzt lernst du schon, jetzt lernst du schon 2 Jahre und man denkt: 2 Jahre, das ist so eine lange Zeit, jetzt muss ich doch eigentlich schon viel besser sein.“ Das denke ich oder dachte ich in dem Moment. Und natürlich weiß ich, eines Tages, wenn ich weiter fleißig lerne, dann werde ich immer besser und werde eines Tages auch sehr gut sprechen können. Wahrscheinlich kann ich auch gut sprechen, aber man ist so hart mit sich selbst, oder? Also, ich sehe auch oft andere Ausländer, Nicht-Japaner, die sehr gut Japanisch sprechen. Oder auch bei YouTube sehe ich manchmal Leute, die nach meinem Empfinden, also so wie ich es beurteilen kann, ich bin ja kein Japaner, aber nach meinem Empfinden sprechen sie fast perfekt, fast wie Muttersprachler. Und man selbst denkt dann: okay, alle sind besser als ich. Alle sind so gut und ich bin so schlecht.“ Und ich hatte wieder einen dieser Momente und ja, das war sehr frustrierend, aber dann habe ich mir auch schnell wieder gesagt: „Hey, das ist doch eigentlich ein Zeichen, dass ich es auch kann.“ Andere haben es geschafft. Sie sprechen sehr toll, sie sprechen sehr gut. Andere, vielleicht auch Deutsche oder ja, nicht
japanische Muttersprachler, das ist doch das Zeichen, dass ich es auch kann, wenn ich weiter Gas gebe, wenn ich weiter motiviert bin und Einsatz zeige. Ja, Gas geben bedeutet 100% Einsatz geben, Einsatz zeigen. Und dann war ich wieder ein bisschen motivierter und dann habe ich auch mal wieder zurückgeschaut, was ich alles bereits gelernt habe. Ich habe dann überlegt: „Ah, okay, das kannst du ja eigentlich schon. Dieses Grammatikthema ist kein Problem mehr.“ Und ich nehme ja auch online Japanischunterricht und ich kann dort auch eine Konversation halten mit einem Muttersprachler und das ist nicht so schlecht, oder? Also, ich denke mir dann: „Ja, das konnte ich vor 2 Jahren oder vielleicht auch vor einem Jahr noch nicht.“ Also, ich habe doch eigentlich schon wieder einen tollen, großen Fortschritt gemacht. Und wenn ich dann denke: „Okay, das habe ich in 2 Jahren geschafft. Wenn ich wieder so viel schaffe in den nächsten 2 Jahren, dann wow, dann kann ich vielleicht schon richtig gut sprechen.“ Also, hat mich das total motiviert, dann zu sehen, dass ich eigentlich doch nicht so schlecht bin, so schlecht, wie ich mich mache. Ich muss mich also mit mir selbst vergleichen, mit mir selbst von vor 2 Jahren und nicht mit Leuten, die ja schon perfekt Japanisch sprechen, weil die haben wahrscheinlich ja auch 4, 5 oder viel mehr Jahre gelernt. Aber wir sehen oft im Internet diese Leute, die dann sagen: „Ja, lernt Deutsch in einem Jahr“ oder „so habe ich Deutsch in 2 Monaten gelernt“ oder „mit dieser geheimen Methode habe ich Japanisch in nur einem Jahr gelernt.“ Und dann denken wir das: es klingt utopisch, aber vielleicht ist es ja doch wahr. Und wo bin ich? Ich habe 2 Jahre gelernt und bin noch nicht perfekt, Mann. Also, diese Videos oder diese, Angebote, die wir sehen, die die schaffen eine unglaublich große Erwartung. Also, die Erwartung, in so kurzer Zeit so viel zu schaffen, in kurzer Zeit so viel zu erreichen. Und das ist vielleicht möglich. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber wir haben alle unseren Alltag. Das heißt, wir müssen arbeiten gehen, wir müssen den Haushalt machen, Haushaltsarbeit, kochen, aufräumen, saugen. Wir wollen auch unseren Hobbys nachgehen, ne, den Hobbys nachgehen. Also zum Beispiel Sport machen, Musik machen, lesen, uns mit Freunden treffen oder mit der Familie. Und da hat man nicht den ganzen Tag Zeit, eine Sprache zu lernen, sondern vielleicht ja 1 oder 2 Stunden. Das ist, glaube ich, schon viel, 2 Stunden pro Tag. Aber 1 Stunde oder 30 Minuten pro Tag ist, glaube ich, für die meisten auch hier auf meinem Kanal realistisch, oder? Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr lernt. Ich versuche 1 Stunde pro Tag zu lernen und ich schaffe das auch nicht immer. Am Wochenende habe ich mehr Zeit, da lerne ich ja vielleicht eine oder sogar ein bisschen 1 Stunde oder sogar ein bisschen länger. Aber unter der Woche manchmal, wenn ich zu viel zu tun habe, lerne ich vielleicht auch nur mal 10 Minuten oder 20 Minuten. Und dann kann man nicht erwarten, dass man in kurzer Zeit riesige Fortschritte macht. Seid also vorsichtig, wenn ihr diese YouTube-Videos schaut oder diese Programme seht oder wenn Leute euch sagen: „Ich habe das in so kurzer Zeit gemacht.“ Ihr wisst nicht, wie lange diese Menschen pro Tag gelernt haben und wie intensiv. Und ja, jeder ist individuell. Geht euren eigenen Weg, macht es so, wie ihr denkt, dass es gut ist. Immer mal wieder
eine, ja, geringe Motivation zu haben, ist normal. Ihr seht, ich hatte es auch gerade, aber dann muss man wieder versuchen, neue Motivation zu schöpfen, zu finden und zu sagen: „Hey, ich habe schon viel geschafft. Ich bin nicht so schlecht, wie mein Kopf mir manchmal vielleicht sagt, sondern ich bin auf einem sehr guten Weg. Und ihr hier, meine Zuschauer, ihr seid alle auf einem ganz tollen Weg. Viele von euch sind schon länger dabei und kommentieren auch schon auf Deutsch und schauen alle meine Videos. Und das ist ganz toll. Macht weiter so. Schaut auf euch. Ihr habt einen individuellen Weg. Und es ist normal, manchmal frustriert zu sein, so wie ich. Aber dann diese Frustration wieder abschütteln, die Frustration abschütteln, wegmachen, abschütteln und sagen: „Okay, jetzt war ich frustriert, aber jetzt geht's weiter. Jetzt lerne ich weiter und eine Sprache lernen ist ein Marathon und wir werden zusammen diesen Marathon laufen. Ich werde dir helfen. Ich nehme dich an die Hand. Ja, jemanden an die Hand nehmen, jemandem helfen, jemanden unterstützen. Also ich nehme dich an die Hand und zusammen lasst uns auch in diesem Jahr 2025 wieder tolle Fortschritte machen. Und in genau einem Jahr schauen wir zusammen zurück und dann siehst du, was du für einen tollen Fortschritt gemacht hast. Und schau nicht auf andere. Es ist dein Weg, dein Lernen, dein Studium, dein Leben. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich wieder ein bisschen motiviert habe. Ich bin jetzt auch wieder ganz motiviert. Ich werde jetzt direkt nach diesem Video Japanisch lernen, versprochen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Macht's gut. Ihr macht das sehr gut.